Thank you and welcome back everyone. Herzlich willkommen an euch alle. I trust all your serotonin levels have risen after being in the sun. Ich glaube, jetzt, nachdem ihr ein bisschen in der Sonne wart draußen, sind eure Serotoninspiegel ein bisschen angestiegen. When we looked at depression, we looked at the importance of being in the sun to boost those serotonin levels. Als wir unseren Vortrag über Depressionen hatten, haben wir darüber gesprochen, wie wichtig der Sonnenschein ist, damit wir unseren Serotoninspiegel steigen lassen. Serotonin is your mood hormone. Das Serotonin ist unser Stimmungshormon. It's also released when we have a good night's sleep. Auch wenn wir einen guten Schlaf hatten, wenn wir morgens ausgeschlafen sind, wird das Serotonin freigesetzt. But this afternoon we're going to be looking at natural remedies. Heute Nachmittag wollen wir jetzt natürliche Heilmethoden betrachten. In the Ministry of Healing, Ellen White describes the true remedies as the 8 laws of health. In dem Buch Der Weg zur Gesundheit beschreibt Ellen White die wahren Heilmittel und da beschreibt sie diese 8 Gesundheitsgesetze. I met a lady who was basically in a wheelchair with slurred speech with multiple sclerosis. Ich bin einmal einer Frau begegnet, die saß im Rollstuhl und konnte nur noch sehr schwerfällig sprechen aufgrund von multipler Sklerose. Who read the book The Ministry of Healing, implemented it and totally recovered from her multiple sclerosis. Und sie hat dieses Buch gelesen, Der Weg zur Gesundheit, und hat die Grundsätze darin angewandt und ist vollständig frei geworden von ihrer multiplen Sklerose. We've got a saying in Australia, it's choose your hard. In Australien haben wir ein Sprichwort, das lautet so ungefähr, entscheidet nach deinem Herzen. It can be hard work getting to bed early when you're used to late. It can be hard work drinking 8 glasses of water a day if you're only used to 3. Kleine Korrektur, das Sprichwort lautet, entscheide dich für den schwereren Weg, für das Harte. Und manchmal ist es nicht so einfach, diese Grundsätze umzusetzen. Sie mögen schwieriger erscheinen zu Anfang. It can be hard work soaking your beans and cooking your beans instead of reaching for the fast food. Es ist anstrengend, wenn wir unsere Erbsen und Hülsenfrüchte über Nacht einweichen müssen, anstatt dass wir einfach irgendein schnelles Fertigprodukt uns zubereiten. But as this lady said to me, she said, yes, it was hard at first to begin implementing those 8 doctors. Und diese Dame, die sagte mir, ja, es war wirklich schwierig am Anfang, die 8 Ärzte umzusetzen. But she said, not as hard as being in a wheelchair and not being able to walk. Aber es war nicht so schwierig, wie es war, um im Rollstuhl zu sitzen und nicht mehr spazieren gehen zu können. What I'm going to be showing you this afternoon is some simple natural remedies. Heute Nachmittag wollen wir ein paar ganz einfache Hausmittel, Naturheilmittel betrachten. That you can use in the home with ingredients you have in the home. Und zwar mit ganz einfachen Zutaten, die ihr bei euch zu Hause findet. And I'm going to begin with the first natural remedy that I ever did. Und ich möchte anfangen mit dem ersten Hausmittel, das ich selber in meinem Leben angewandt habe. This is many, many years ago now. Und das liegt schon viele Jahre zurück. And I used something that everyone has in their home. It's an onion. Und zwar habe ich als erstes Hausmittel etwas benutzt, das wir alle zu Hause haben, und zwar eine Zwiebel. And you can use it cooked and you can use it raw. Zwiebeln kann man sowohl roh als auch gekocht verwenden. So first of all, we're going to look at how to use it cooked. Und wir wollen zunächst mal betrachten, wie man gekochte Zwiebeln anwendet. And I gave the story earlier in the week how I went through an experience with my first daughter when she was only 16 months old. Anfang der Woche habe ich euch die Erfahrung erzählt, die ich mit meiner kleinen Tochter hatte, als sie gerade mal 16 Monate alt war. Over 6 weeks and 4 courses of antibiotics, her earache kept returning. Sie hatte Ohrenschmerzen und hatte bereits 4 Antibiotikakuren hinter sich und seit 6 Wochen waren die Ohrenschmerzen noch nicht besser geworden. We eventually worked out it was because she was teething. Und schließlich sind wir dahinter gekommen, dass einfach nur ihre Zähne durchbrachen. So when my second child, a few years later, got an earache, I did not go to the doctor and I did not tell anyone. Als dann mein zweites Kind
später Ohrenschmerzen bekam, bin ich nicht mehr zum Arzt gegangen mit dem Kind und habe auch sonst niemanden davon erzählt. Because I found that you came under a lot of pressure to go to the doctor. Denn ich habe festgestellt, wenn die Leute das wissen, dann erfährt man eine Menge Druck. Sie erwarten dann, dass man mit dem Kind doch zum Arzt gehen sollte. I didn't want to do it this time. I didn't want to do the same thing that happened last time. Und ich wollte diesmal nicht denselben Fehler mit meinem Kind begehen wie mit meinem ersten Kind. But you got to do something. Aber irgendwas muss man ja tun. So I was only 26 at the time and I went to the old lady next door. She was 85. Und damals war ich etwa 26 Jahre alt und ich bin zu meiner Nachbarin gegangen, eine alte Frau, 85 Jahre alt. I said, what did your mother do to you when you were a little girl if you had an earache? Und ich habe sie gefragt, was hat denn deine Mutter gemacht, als du noch Kind warst, wenn du Ohrenschmerzen hattest? She said, Mum would steam up an onion on the stove. You know, it's either steamed or dry baked. Und sie sagte, meine Mutter, die hat einfach eine Zwiebel gekocht. Sie hat sie gedämpft, einfach auf Dampf oder sie trocken gebacken. So I ran straight home, steamed an onion on the stove, and I kept the skin intact so it would stay together. Und ich bin nach Hause gegangen und habe eine Zwiebel gedämpft und zwar mit der Schale, damit die Zwiebel nicht auseinanderfällt. And then I cut it in half so that you could see the rings. Als sie dann fertig war, habe ich die zur Hälfte durchgeschnitten und zwar so, dass man die Ringe sehen kann, also quer. And I wrapped this onion in a cloth. Und die Zwiebel, die habe ich dann eingewickelt in ein Tuch. And I put it against my arm when it was at the right temperature. I put it on my little boy's ear. Und dann habe ich mit der Zwiebel meinen Arm berührt, um die Temperatur zu prüfen, dass es nicht zu heiß ist. Und als die gerade richtig war, dann habe ich die Zwiebel auf das Ohr meines Kindes gelegt. He was breastfeeding, so I could just about do anything to him. Und zwar während des Stillens, wenn ich meinen Sohn stillte, dann konnte ich so ziemlich alles mit ihm machen. And what I also did, once I'd wrapped it in a cloth, ich habe also diese Zwiebel eingewickelt in ein Tuch. I covered it with a piece of plastic. Und habe sie dann abgedeckt mit einem Stück Plastikfolie. And what that did is that kept it warm. Ungefähr so, wie sie es hier aufmalt. Und das hat die Wärme gehalten. And when he fell asleep, I laid him down on a towel that had been folded up a few times. Und als mein Sohn dann nach dem Stillen eingeschlafen war, habe ich ihn abgelegt auf ein Handtuch, was ich so zusammengefaltet hatte. Because as soon as it gets cold, you must take it off. Denn sobald die Zwiebel kalt wird, muss man sie abnehmen. So what you can do is you can wrap it in the cloth and put the plastic on. You could even bandage it on the head. Und was man tun kann, ist, wenn man die Zwiebel so aufträgt und die Plastikfolie außenrum, um die Wärme zu halten, dann kann man zusätzlich auch noch den Kopf bandagieren und die Zwiebel so befestigen und nochmal zusätzlich isolieren, dass die Wärme länger hält. So the yellow is the cloth and the blue is the piece of plastic. Also um es nochmal zu verdeutlichen, das Gelbe stellt quasi das Tuch dar, ein Baumwolltuch oder so, und das Blaue ist dann die Plastikfolie. Now I knew with my son lying on this and the towel under it, it would keep warm. Und ich wusste jetzt, wo mein Sohn auf dieser Zwiebel liegt, auf dem Handtuch wird die Zwiebel ihre Wärme eine lange Zeit halten. And James slept for 2 hours. James hat dann 2 Stunden geschlafen. Which is an indication that he's not in pain. Und das war ein deutliches Zeichen dafür, dass er keine Schmerzen mehr hatte. And when he woke up, he was happy. Another indication he has no more pain. Als er dann aufwachte, war er ziemlich zufrieden. Auch ein weiteres Zeichen, dass er schmerzfrei war. I say to parents, if you're concerned, by all means, have the little one assessed at the doctor. But once you know what it is, you can start applying a natural remedy. Und ich rate den Eltern immer, wenn ihr nicht wisst, was euer Kind hat, wenn ihr euch wirklich Sorgen macht, dann geht zum Arzt. Aber wenn ihr wisst, was es hat und wie ihr damit umgehen könnt, dann behandelt es zu Hause selber. What I have since discovered is if you squeeze that cooked onion, some juice into a little teaspoon, you can put that into the ear.
Was ich dann auch noch lernte, ist, dass man diese gekochten Zwiebeln auch ausdrücken kann, ein bisschen von dem Saft auffangen kann und von diesem Saft ein paar Tropfen ins Ohr gibt. So what the cooked onion does, it brings a lot of relief, plus it helps to reduce the swelling. Diese Zwiebelbehandlung lindert den Schmerz und lässt die Schwellung zurückgehen. Now, if the earache came back, I would just reapply another onion poultice. Wenn dann die Ohrenschmerzen zurückkamen, habe ich wieder eine neue Zwiebelpackung angewandt. The body's response is your best guide. Und die Reaktion des Körpers, das ist eure Orientierung. Entsprechend passt ihr die Behandlung an. The cooked onion can also be used for a boil. Diese gekochten Zwiebeln kann man auch anwenden auf Geschwüren. And a boil is a very painful thing. Ein Geschwür kann sehr schmerzhaft sein. There's a lot of pressure underneath the skin until finally the top erupts. Unter der Haut baut sich dadurch sehr viel Druck auf, bis das Geschwür aufbricht. It's incredibly painful just before it erupts, and then it's also painful. Bevor das Geschwür aufbricht, ist es sehr, sehr schmerzhaft und auch danach tut es noch sehr weh. What applying the cooked onion to the boil does is the heat relieves pain and it draws everything into itself, and then the cooked onion softens the top so all the waste comes out with very little pain. Die heiße Zwiebel auf einem Geschwür wirkt so, dass die Wärme erstmal das ganze Gebiet um das Geschwür herum entspannt. Die Zwiebel zieht Giftstoffe aus dem Geschwür heraus und weicht zugleich die Haut oben auf dem Geschwür auf, sodass das Geschwür besser aufbrechen kann. When anyone has a health problem, there's a simple formula. First of all, you look at the history. Wenn jetzt jemand ein Gesundheitsproblem hat, dann gibt es eine einfache Vorgehensweise. Zunächst einmal betrachten wir die Gesundheitshistorie der Person. And then you look at the symptoms, because the symptoms are the body saying, please do something. Und dann schauen wir uns die Symptome an, denn über die Symptome sagt der Körper, hier brauche ich jetzt Hilfe. And then you apply a simple natural remedy and you are watching for the response. Und dann wenden wir ein einfaches Naturheilmittel an und warten ab, wie der Körper darauf reagiert. Medically, symptoms are always treated, In der Medizin werden immer die Symptome behandelt, but often with a drug, and all that does is mask the symptom. aber oft maskieren medizinische Behandlungen und Medikamente einfach nur die Symptome. But when you treat the symptom naturally, when you get relief, the body's response is telling you, this is what I want. Wenn wir aber mit Naturheilmitteln arbeiten und die Symptome dadurch zurückgehen, der Körper sich entspannt, dann sagt uns der Körper dadurch, das ist das Richtige, das ist das, was ich jetzt brauche. And that's your guide that you're doing the right thing by the body. Und daran können wir uns orientieren, ob wir die richtige Anwendung haben. And the onion can also be used raw. Zwiebeln können auch roh angewendet werden. Now I'm sure we've all experienced chopping up an onion and you start to cry and blow your nose. Ich denke, wir alle haben es schon mal erlebt, dass wir eine Zwiebel geschnitten haben und auf einmal tränen uns die Augen. That onion juice is very good at thinning mucus. Der Zwiebelsaft, der ist sehr wirksam darin, Schleim zu verdünnen. Er wirkt als Schleimlöser. And you might be surprised at some of the places that I'm going to suggest you put the raw onion. Und ihr mögt jetzt vielleicht etwas überrascht sein, wenn ich euch sage, an welchen Körperstellen ihr diesen Zwiebelsaft überall anwenden könnt. And what you can do, if someone has a head cold or a chest cold, you can apply finely sliced onion to the bottom of the feet. Wenn jemand jetzt Kopfschmerzen hat oder eine Erkältung in der Lunge, dann könnt ihr fein geschnittene rohe Zwiebelscheiben unter die Fußsohlen geben. I'm not a very good foot drawer, but I think you get the idea. Ich glaube, mein Fuß sieht hier nicht so besonders gut aus. And so you put a sock on.
Da zieht man einen Socken an and inside the sock you put slices of onion. und in den Socken hinein, unten in die Sockensohle, will ich mal sagen, da legt man Zwiebelscheiben hinein. So it can be put down in between the sock and the foot. So those slices of onion are actually touching the bottom of the foot. Man kann die Zwiebelscheiben einfach so in den Socken hineinschieben, wenn man ihn schon angezogen hat. Und man legt die Zwiebelscheiben so hinein, dass sie gut die Fußhaut, die Fußsohle berühren. And then you can put a plastic bag over that. Und dann zieht man sich darüber eine Plastiktüte an. And then you can put another sock on. Und dann kann man da nochmal einen zweiten Socken drüber ziehen. And that sock will hold it in place. Und dieser zweite Socken, der hält das alles an Ort und Stelle. And obviously it's a little bit hard to walk when you've got onion on the bottom of your feet, so you just do it overnight. Und mit Zwiebeln unter den Füßen lässt sich jetzt nicht mehr so gut spazieren gehen, deswegen wenden wir diese Behandlung über Nacht an. Now what happens is the onion on the bottom of the foot helps to relieve congestion in the chest and in the head. Die Zwiebeln an den Füßen helfen, um die Verstopfung, die in der Lunge oder im Kopf vorhanden ist, um die zu lösen. And the reason for that is the biggest pores in the whole of the body are on the bottom of the feet. The biggest Pores. Und der Grund dafür ist, dass unsere Haut die größten Poren an den Fußsohlen hat. You can also do finely sliced onion around the throat. Fein geschnittene Zwiebelscheiben kann man auch um den Hals herum anwenden. And so you get a cloth and put some finely sliced onion in the cloth. Dafür nehmen wir ein Baumwolltuch und legen da Zwiebelscheiben drauf. And then you fold the cloth over. Und dann falten wir dieses Baumwolltuch einmal zu. So now you've got a cloth that's about that size, but it's got the finely sliced onion in it. Das sieht dann ungefähr so aus, wie es hier aufgemalt ist, nur mit den Zwiebeln zwischen beiden Lagen. And then you put that around the throat and then cover that with plastic and then a scarf. Und das Ganze legt man sich auf den Hals mit einer Plastikfolie, Frischhaltefolie wieder drumherum und dann wickelt man das Ganze mit einem Schal ein. And that can very much help to ease a sore throat. Und das hilft sehr, wenn man Halsschmerzen hat. But the onion on the feet is particularly helpful if someone has a cough. Ganz besonders wirksam sind die Zwiebeln auf den Fußsohlen bei Husten. In fact, a friend of mine was camping near the beach in Australia. Ein Freund von mir war campen am Strand in Australien. And the lady in the next tent coughed all night. Und im nächsten Zelt lag eine Frau, die die ganze Nacht am Husten war. So my friend went and saw her the next afternoon. Am nächsten Nachmittag ist mein Freund dann mal zu ihr hingegangen She said, I notice you've got a bad cough. und hat gesagt, ich habe sie so husten gehört heute Nacht. The lady, she said, I feel so bad, I think I'm keeping everyone awake. Und die Dame sagte, ach, ich fühle mich so schlecht, ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich glaube, ich halte hier die ganze Umgebung wach. So my friend told her about putting the onions inside, the sliced onion inside her socks. Und dann hat mein Freund ihr geraten, geschnittene Zwiebeln unten in ihre Socken einzulegen. And then the plastic so that it keeps it warm and it doesn't stain the sheets. Dann die Plastikfolie drumherum, damit der Fuß warm bleibt und damit nachher nicht die ganze Bettwäsche nach Zwiebeln riecht. And then another sock to hold it all in place. Und dann nochmal ein zweiter Socken oben drüber, damit alles auch fest sitzt. On both feet, of course. Und das natürlich an beiden Füßen. Not one cough for the whole night. Und sie hat nicht ein einziges Mal in der nächsten Nacht gehustet. It's quite incredible the effect that it has. Es ist ziemlich erstaunlich, was für eine Wirkung das hat. And you can also make a cough mix. Aus Zwiebeln kann man auch eine Art Hustenmischung herstellen. What you'll need is a glass jar. Dafür brauchen wir ein Schraubglas. And ideally a glass jar that has a screw top lid. Ja, am besten ein Schraubglas. And we're going to layer onion and honey in this jar. Und in diesem Glas schichten wir abwechselnd Zwiebeln und Honig auf. So
here is approximately 2 centimeters of chopped onion. Also da unten kommen dann so etwa 2 Zentimeter klein gehackte Zwiebeln rein. And then on top of that chopped onion, Über diese Zwiebeln we put a big teaspoon of honey. kommt ein großer Teelöffel Honig. And then you will continue to layer the onion and the honey. Und dann kommt wieder eine Schicht Zwiebeln und Honig und so geht es weiter. And you keep doing that until you've filled up your jar. Und damit füllen wir das Glas auf bis zum Rand. And you let that sit for 24 hours. Und das darf dann 24 Stunden lang ziehen. And after 24 hours, a syrup will have formed. Nach 24 Stunden hat sich daraus eine Art Sirup geformt. And what we find after 24 hours, Nach 24 Stunden that the jar now is all of the onion, which has actually come down the bottom, and then you've got the liquid, which is the syrup. Nach 24 Stunden sieht man, dass alle Zwiebeln nach unten durchgesunken sind und dass auf den Zwiebeln eine Art Saft, eine Art Sirup So after schwimmt. 24 hours, you strain the onion out of the syrup, Und nach diesen 24 Stunden seien wir dann die Zwiebeln ab, sodass uns nur der Sirup übrig bleibt. and now you have your cough syrup, which will be about this much. Und dann haben wir unseren Hustensaft. Der ist dann ungefähr, es ist ungefähr dann noch ein Drittel von dem Glas. So an adult could take a teaspoon 3 times a day. Ein Erwachsener kann von diesem Hustensaft 3-mal täglich einen Teelöffel zu sich nehmen. A child half a teaspoon 3 times a day. Ein Kind einen halben Teelöffel 3-mal am Tag. A baby probably 1 drop on your finger in the mouth. Und bei einem Baby einfach nur ein kleiner Tropfen, den man ihm über den Finger in den Mund gibt. That's a very simple cough mixture that can be made out of the raw onions. Und das ist ein ganz einfacher Hustensaft, den man sich selbst aus rohen Zwiebeln herstellen kann. The next one we want to look at is a potato. Das nächste Heilmittel, was wir betrachten wollen, ist die Kartoffel. And I think every home in Germany has potatoes. Und ich denke, in jedem Haushalt in Deutschland finden sich irgendwo Kartoffeln. I'm married to an Irishman. Every main meal must have potatoes. Ich habe nämlich gelernt, dass jede Hauptmahlzeit hier Kartoffeln beinhalten muss. My husband says if there are men coming to our health program, there must be potatoes every main meal. Mein Mann sagte mir mal, wenn wir Männer in unserem Gesundheitszentrum auf Besuch haben, dann muss es unbedingt Kartoffeln geben zu den Hauptmahlzeiten. But the potato can be used as a natural remedy as well. Aber Kartoffeln sind nicht nur zum Essen gut, sie dienen auch als Heilmittel. It's always used raw Sie werden immer roh benutzt and it's grated. und zwar werden sie geraspelt. And potato is very good for tissue inflammation. Kartoffeln helfen sehr gut bei Gewebeentzündungen. So tissue inflammation is anywhere you've got raised red inflammation of the tissues. Gewebeinflammationen, Gewebeentzündungen finden wir überall dort, wo das Gewebe, wo die Haut und das Gewebe unten drunter rot und geschwollen und leicht warm sind. You might see that with an ingrown toenail, you might see that with a splinter that you can't get out, or a sprained ankle. Das kann sein bei einem Splitter, den man nicht rausbekommen hat, bei einem eingewachsenen Zehennagel, bei einem umgeknickten Fuß. So whenever you see the tissues raised, red and inflamed, the potato is a good choice. Wo auch immer ihr seht, dass das Gewebe gerötet ist, leicht geschwollen ist, ist die Kartoffel ein gutes Hilfsmittel. It has a very cooling effect whenever there's heat and redness. Die Kartoffel wirkt sehr kühlend, wenn das Gewebe entzündet ist und warm, heiß wird. I had an experience once with my son William when he was only about 18 months old. Ich hatte einmal eine Erfahrung mit meinem Sohn William, als er erst 18 Monate alt war. He was crying such a lot this day, which was unusual for William.
An diesem Tag hatte er so viel geweint, das war ganz ungewöhnlich für William. So remember, in the case of sickness, we always investigate the cause. Und denkt daran, wir haben gerade schon es angesprochen, wenn jemand krank ist, dann versuchen wir zuerst die Ursache zu finden. Looking at someone's history usually tells us that. Und wenn wir die Krankenhistorie betrachten, dann finden wir oft die Ursache. So William had not long had his meal, so I knew it couldn't be that, so I decided to change his nappy. William hatte gerade etwas zu essen bekommen, daran konnte es also nicht liegen. Ich dachte, ich wechsle ihm mal noch die Windeln. As I laid him down, I saw the bottom of his feet, which were just covered in prickles. Und als ich ihn dann so hinlegte zum Windeln wechseln, habe ich gesehen, dass seine Fußsohlen ganz rötlich waren. Da waren überall so rote Pusteln drauf. So his foot was red and raised. Seine Fußsohlen, die waren also gerötet, das Gewebe war leicht angeschwollen. And it had all of these little prickles in his foot. Und er hatte überall so diese kleinen Pusteln. So his foot was also a little bit swollen. Und seine Füße waren außerdem leicht angeschwollen. What are you going to do? Was macht man da? That's such a tender area and it's so swollen you couldn't possibly try and get them out. Die Haut an den Füßen ist so empfindlich und es war jetzt alles noch geschwollen. Man konnte jetzt die Pusteln nicht ausdrücken oder so. So I made 2 grated potato poultices. Ich habe dann 2 Packungen vorbereitet mit geriebener Kartoffel. And it's a good idea to have a poultice box at home. Und es ist eine gute Sache, wenn man zu Hause schon so ein fertiges Kästchen hat für die Anwendung von Packungen. Now, whenever you've got a teenage boy in the household, it's not unusual for sometimes they put their foot through the sheet. Through the sheet? Yeah, you know, sheet over the bed. Foot goes through the sheet. Sheet tears. Oh, okay. Wenn man jetzt einen Teenager zu Hause hat, dann kann das durchaus mal passieren, dass man auch zerrissene Bettlaken zu Hause hat, weil die Kinder damit rumspielen. That is a good sheet to tear up for poultices. Und solche kaputten Bettlaken, die eignen sich gut, um daraus dann kleinere Baumwolltücher zu schneiden, die man für Packungen verwenden It's kann. soft and it's cotton and it's thin. Die sind weich, die sind aus Baumwolle, das ist ein sehr dünnes Gewebe. And for William's foot, I probably grated up a heaped teaspoon of potato for each foot. Für Williams Fuß habe ich etwa einen gehäuften Teelöffel geriebene Kartoffel pro Packung verwendet. And then I pulled the sides of the cloths over and the bottom and the top down. Und ich habe dann das Tuch über die Kartoffel gefaltet, also erst die Kartoffel aufs Tuch gegeben, die Seiten zugefaltet, dass es so ein Päckchen ergibt. And now I've got a little package that I can just put on the bottom of his foot. Und diese Packung konnte ich dann auf die Fußsohlen legen, So I put it on his foot like this. etwa so. And then I covered that with a piece of plastic. Und das Ganze habe ich wieder mit Plastikfolie umwickelt. And what plastic does, it just insulates it and also prevents soiling of the clothes. Und die Aufgabe des Plastiks ist einfach nur, um das Ganze zu isolieren, ne, dass die Wärme drin bleibt und um dafür zu sorgen, dass jetzt kein Kartoffelsaft irgendwie in die Kleidung kleckert und dann Flecken hinterlässt. I bandaged that on his foot and then put a sock on. Und damit habe ich dann seinen Fuß bandagiert und ihm einen Socken drüber gezogen. And by the time I'd finished that, William was happy. Und als ich dann fertig war, da war William schon wieder ganz zufrieden. You see, this grated potato juice is very cooling and it reduces the inflammation. Der Saft der geriebenen Kartoffel, der wirkt sehr kühlend und reduziert sofort die Entzündung. And he was no longer crying. Und William weinte schon gar nicht mehr. About 2 hours later, I went to change his nappy again. Etwa 2 Stunden später wechselte ich ihm wieder die Windeln. And when I changed his nappy, I took the poultice off. Und bei der Gelegenheit nahm ich ihm dann auch gleich seine Packung von den Füßen. And there was no redness, no swelling.
Und die Füße waren nicht mehr rot, die Schwellung war abgeklungen. And because the redness and the swelling had gone down and his foot was so soft, I could just brush off the prickles like this. Und weil jetzt die Schwellung so weit zurückgegangen war und der Fuß auch nicht mehr schmerzte, konnte ich ihm jetzt einfach da so kleine Splitter rausziehen, die er sich in den Fuß getreten hatte. So I'm not very good at drawing feet. Wie ihr seht, Füße kann ich jetzt nicht so gut malen. I'm better at the gastrointestinal tract than the foot. Das Verdauungssystem klappt besser. But such a simple thing. Aber es sind so einfache Heilmittel. And I'm living in a rainforest and I've got 6 children. Ich habe da im Regenwald gewohnt mit 6 Kindern. What do you do? Was macht man dann, wenn die Kinder was haben? And if I take him to hospital, what are they going to do? Und wenn ich mein Kind dann ins Krankenhaus fahre, ja, was wird im Krankenhaus mit ihm gemacht? Give him antibiotics? Dann werden ihm Antibiotika verschrieben. No, I think as a life-saving action, an antibiotic might be useful, but this was not a life-saving problem. Wenn es ein Notfall ist und ein Leben damit gerettet werden kann, sind Antibiotika sicher gerechtfertigt, aber doch nicht bei einem leicht entzündeten Fuß. But many mothers would do that purely because they don't know what else to do. Aber viele Mütter würden ihren Kindern Antibiotika verabreichen, ganz einfach, weil sie sich nicht zu helfen wissen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. And they're told to give the little one Panadol or some pain-killing medication. Und dann wird ihnen gesagt, dass sie ihren Kindern ein Schmerzmittel verabreichen sollen. I didn't want to do any of that to my little one. Und all diese Sachen, die wollte ich meinen Kindern nicht geben. But I wanted to bring him some relief. Aber ich wollte, dass es ihm besser geht. How simple is the grated potato poultice? So eine einfache Anwendung mit der geriebenen Kartoffel. Now we're going to zoom forward 8 years. William is now 10. Jetzt spulen wir mal die Zeit vor, um 8 Jahre. William ist gerade 10 Jahre alt. By the way, he's 36 today, but in his history, he's now 10. Also heute ist er in Wirklichkeit 36 Jahre alt, aber die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, da war er gerade 10 Jahre alt. And sorry, but I have to draw a foot again. Und ich muss nochmal einen Fuß malen. I think it's getting better. So langsam wird es ein bisschen besser. And he'd trodden on something. He was running barefoot round the edge of a pool, and he came to me crying, and there was a hole in the bottom of his foot. Und William hatte sich etwas in den Fuß eingetreten. Er war barfuß um den Pool gerannt und auf einmal kam er dann weinend ins Haus und hatte da so ein Loch im Fuß. I couldn't see anything in there, and I presumed something must have gone in and come out. Und ich konnte in diesem Loch nicht erkennen, dass da noch irgendwo ein Fremdkörper drin wäre. Und ich dachte, naja, er wird auf irgendwas draufgetreten sein und das ist aber jetzt nicht mehr im Fuß drin. But just to make sure it was not inflamed, I put a grated potato poultice on his foot overnight. Aber nur um sicherzustellen, dass sich da nichts entzündet, habe ich ihm dann über Nacht eine Packung mit der geriebenen Kartoffel And again, always cover it with a piece of plastic and then bandage it on. auf den Fuß getan und wieder mit Plastik umwickelt, bandagiert. And all day, William just limped around. Und den ganzen Tag lang humpelte William nur noch. So he's walking like this. Also er humpelte so vor sich hin. So that night, I put another grated potato poultice on. Also hatte ich ihm am nächsten Abend nochmal eine Packung mit geriebener Kartoffel gegeben. I don't know what's going on in there, but the potato is bringing relief. Und ich wusste jetzt nicht, was da in seinem Fuß alles so vor sich geht, aber man merkte schon, dass die Kartoffel ihm half. And whenever I do a poultice, I also always put my hands on it and pray that God will bless this. Und immer, wenn ich so eine Packung anwendete, dann legte ich meine Hände da drauf und bat Gott um seinen Segen für diese Behandlung. After 3 days, William's still limping. Und nach 3 Tagen war William immer noch am Humpeln. So now I decide to go a little bit more serious with the treatment. Und ich dachte mir, naja, vielleicht sollte ich mal eine etwas ernstere Behandlung anwenden. And I get 2 buckets. Ich habe 2 Eimer geholt. In one, I put hot water. In den einen Eimer kam heißes Wasser. And we looked at this when we looked at the immune system. Und wir haben diese Behandlung
schon in unserem Vortrag über das Immunsystem betrachtet. Now with hot water, when you first put any part of the body into hot water, it has a stimulating effect. Beim heißen Wasser ist es so, wenn wir ein Körperteil in heißes Wasser halten, dann stimuliert das den Blutkreislauf. And it only takes 3 minutes before hot water starts to have a slowing down effect. Und das für etwa 3 Minuten danach verlangsamt sich der Blutkreislauf wieder. So before it's got a chance to slow down, I put the foot in the cold water. Bevor das passieren kann, also bevor das Blut wieder langsamer fließt, tun wir den Fuß in das kalte Wasser, in den anderen Eimer. And just as it takes 3 minutes for the hot to go from stimulating to slowing down, with the cold it takes 30 seconds to get from stimulating to slowing down. Und beim heißen Wasser dauert es 3 Minuten, bis die stimulierende Wirkung nachlässt. Beim kalten Wasser sind es nur 30 Sekunden und dann fängt das Blut an, langsamer zu fließen. So when I say stimulating, what are we stimulating? Was stimulieren wir denn jetzt mit dieser Behandlung? We're stimulating blood. Ja, wir stimulieren also den Blutfluss. And the blood contains white blood cells. Das Blut enthält weiße Blutkörperchen. And the white blood cells are the fighters. Und die weißen Blutkörperchen, das sind unsere Soldaten, unsere Kämpfer. And when we looked at the immune system the other day, we looked at how our white blood cells are basically our internal immune system. Und in unserem Vortrag über das Immunsystem haben wir ja schon gesehen, dass die weißen Blutkörperchen einen ganz großen Teil unseres Immunsystems ausmachen. But what the blood also contains is red blood cells. Aber das Blut besteht nicht nur aus weißen Blutkörperchen, sondern auch aus roten Blutkörperchen. And the red blood cells carry oxygen. Die roten Blutkörperchen transportieren Sauerstoff, The red blood cells carry nutrients. Nährstoffe, The red blood cells carry water. Wasser But also the red blood cells take away waste. und außerdem transportieren die roten Blutkörperchen auch Abfallprodukte aus dem Körper hinaus, aus den Zellen hinaus. Can you see that whenever there's a problem in the body, all we need is more blood? Ihr seht also, wenn es irgendwo im Körper, in irgendeinem Bereich ein Problem gibt, dann braucht dieser Bereich einfach nur mehr Blut. And this is why the Bible says in Leviticus 17:11 that the life of the flesh is in the blood. Und deswegen sagt uns die Bibel in 3. Mose 17, Vers 11, dass das Leben des Fleisches im Blut ist. Now I don't know what's happening in William's foot, but the body knows. Ich wusste jetzt nicht, was da so vor sich geht in Williams Fuß, aber Williams Körper, der wusste das. And because the greater potato poultice was bringing him relief, but after 3 days he's still limping. Und die Packung mit der Kartoffel hat ihm zwar etwas den Schmerz gelindert, aber er war immer noch am Humpeln nach 3 Tagen. So I did the greater potato poultice every night. Und obwohl wir diese Packung jeden Abend angewandt haben über Nacht, And I did this 3 times in a row, but I did it twice daily. haben wir dann angefangen, diese Heiß-Kalt-Behandlung anzuwenden, und zwar zweimal am Tag. Now I'm watching for response here. Und jeden Durchlauf, also 3 Minuten zu 30 Sekunden, 3-mal wiederholt. Und ich erwartete jetzt eine Reaktion vom Körper. There's no swelling, he has no pain, as long as he doesn't put all his weight on that foot. Und die Schwellung war zurückgegangen. Er hatte auch keinen Schmerz im Fuß mehr, außer wenn er seinen Fuß ganz belastete. So I am getting some response, but he's still limping. Also habe ich gemerkt, der Körper hat mir schon eine gewisse Reaktion gegeben, aber mein Junge humpelte noch. Now William was my youngest son and he was a bit of a delicate little boy. Und William war mein jüngster Sohn und er war ein bisschen empfindlich. His elder brother Peter, I could do anything to Peter.
Mit seinem älteren Bruder Peter, da konnte ich alles Mögliche mit anstellen. But I had to go a little bit more carefully with William. Aber mit William musste man ein bisschen sanfter umgehen. Totally different natures. Die beiden hatten ganz unterschiedliche Wesensarten. And it was difficult for me to hardly even touch William's foot. Und es war schon eine Herausforderung, um Williams Fuß überhaupt anzufassen. But he wasn't in pain and there was no swelling. Obwohl er eigentlich keinen Schmerz mehr hatte und die Schwellung ja zurückgegangen war. So I'm getting a response, but he's still limping. Also hat der Körper mir eine Antwort gegeben auf die Behandlungen, aber mein Sohn humpelte noch. A friend visited and he pushed the bottom of William's foot. Und dann kam ein Freund auf Besuch und der drückte einfach mal so fest auf Williams Fuß drauf. William screamed. Da hat William einen Schrei losgelassen. My friend said, there's a big piece of wood or something in his foot. Und mein Freund sagte, na, da steckt wahrscheinlich noch ein dicker Holzsplitter oder so im Fuß He drin. could feel it. Er hat den sogar spüren können. My friend said he will need surgery to get that out. Und mein Freund sagte, dein Sohn braucht wahrscheinlich schon eine kleine OP, damit man den da rausholen kann, den Fremdkörper. William looked at me very worried. Und William hat mich schon ganz besorgt angeschaut. I said, it's all right, William, we'll do grated potato surgery. Und ich habe ihm gesagt, keine Sorge, William, wir machen eine geriebene Kartoffel-OP. So what I now did is I did a grated potato poultice 3 times in 24 hours. Ich erhöhte jetzt die Kartoffelanwendung auf 3-mal täglich, 3-mal innerhalb von 24 Stunden. I put a fresh one on in the morning, I put a fresh one on in the middle of the day, and I put another fresh one on before he went to bed at night. Er hat eine Packung mit geriebener Kartoffel gleich morgens bekommen, dann mittags nochmal eine neue und abends auch nochmal eine. So every 8 hours I'm changing the poultice. Alle 8 Stunden wechselte ich diese Packung. And I also continued doing these twice daily. Außerdem führte ich die Heiß-Kalt-Behandlung 2-mal am Tag fort. After 2.5 days, when I took the poultice off, I saw a black mark that big. Und nach 2,5 Tagen nahm ich die Packung ab und da fand sich in der Packung so ein großer schwarzer Fleck. And when I looked at this black mark on the bottom of his foot, Achso, das war noch im Fuß, aber es war sichtbar, also da war was Schwarzes sichtbar am Fuß. Und als ich mir das näher anschaute, which really was as big as a lentil, und das Ding war so groß wie eine Linse, I got a needle and I just flicked the edges and put the needle into the side of this black thing. Und da habe ich mir eine Nadel geholt und habe mit der Nadel versucht, von der Seite her in dieses schwarze Ding reinzustechen. You see, the whole foot was so soft from all the grated potato and there was no swelling at all. Und der ganze Fuß, der war inzwischen so weich, das Gewebe war so weich geworden durch die Kartoffel und es war keine Schwellung da. So this piece of wood just started to come out. So dass dieses Stück Holz jetzt so langsam rausrutschen konnte. And I said to William, you take it out. Und dann habe ich zu William gesagt, schau mal, das kannst du dir selber rausziehen. It was easily 2 centimeters long and the thickness of a matchstick. Und es war etwa 2 Zentimeter lang und ungefähr so dick wie hier aufgemalt. And that was how big it was compared to his 10-year-old foot. Und das war die Größe im Verhältnis zu seinem Fuß, zu dem Fuß eines 10-Jährigen. Now, this piece of wood, it wasn't lying like this, it wasn't lying like that, it must have been just at an angle. Und dieses Holzstück, das musste an einem bestimmten Winkel in dem Fuß festgesteckt haben, dass man es nicht sehen konnte vorher. Today, he still has a mark on the bottom of his foot to show where this big piece of wood came out. Und bis heute hat er an seinem Fuß noch diese kleine Narbe, die übrig geblieben ist, von diesem Splitter. See, when he was running, when it first happened, his foot hit against an old piece of wood, and that's where this splinter went in. But I didn't realize that had happened.
Und als er da so barfuß im Garten unterwegs war, muss er da gegen ein Stück Holz angestoßen sein und der Splitter muss in den Fuß reingerutscht sein und ich habe es nicht bemerkt. Now, what would have happened if I'd done nothing? Was wäre jetzt passiert, wenn ich nichts unternommen hätte, wenn ich keine Anwendung gemacht hätte? This was an old, dirty piece of wood. Das war ein altes, dreckiges Stück Holz. I'd like to suggest that the opening would have sealed, the foot would have swollen up, maybe a red line coming up his leg. Ich vermute, dass ohne Behandlung wahrscheinlich die äußere Wunde am Fuß verheilt wäre. Der Fuß wäre aber angeschwollen, weil der Splitter ja noch drin gewesen wäre und es wäre wahrscheinlich eine Blutvergiftung entstanden. Rush to hospital, antibiotics, vaccinations, painkillers. Als nächstes wären wir dann ins Krankenhaus mit ihm gefahren. Antibiotika, Schmerzmittel, vielleicht eine OP und alles drumherum. But I wanted to tell you that because I really didn't know what I was doing. Und ich wollte euch diese Geschichte einfach erzählen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig wusste, was ich da eigentlich machen sollte. But because William had no pain and there was no redness, I just kept doing it. Aber weil William keine Schmerzen hatte und auch keine Entzündungszeichen, keine Röte, keine Schwellung da waren, deswegen setzte ich einfach diese Behandlung fort. And because it was so big and because it was so deep, it needed a bit of time. Und weil der Splitter so groß war und so tief in den Fuß eingedrungen war, hat die Behandlung einfach einiges an Zeit gebraucht. A few years ago, I fell off my bicycle. The wheel of my bicycle got caught in a rut in the bridge. Vor einigen Jahren hatte ich einen kleinen Fahrradunfall. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs und mein Fahrradreifen hat sich zwischen zwei Holzbrettern auf einer Brücke verkantet. Anyway, smashed my face. That's why I've got a dent. Couple of broken ribs. But the most painful was my finger, and a big splinter had gone under my nail. Und ich bin vom Fahrrad gestürzt und habe mir das Gesicht hier aufgerissen. Davon habe ich hier noch diese Narbe und ich hatte ein paar gebrochene Rippen. Aber das Schmerzhafteste war ein dicker Splitter, den ich mir in den Finger eingezogen hatte. I use no painkillers at all. I just use poultices. Und ich selber verwende überhaupt keine Schmerzmittel. Ich verwende einfach nur meine Packungen. My son William, who at this age was about 30, he said, "Mum, hold on, I'll just get it out." Und mein Sohn William, der kam dann zu mir, wo das passierte. Zu dem Zeitpunkt war er jetzt schon 30 Jahre alt und er sagte einfach nur, halt mal still, Mama, ich ziehe dir den da raus. But after a few seconds and intense pain, I said, "No, I'll do a poultice. I'll do a poultice." Und er hat es dann versucht und es hat aber so wehgetan, dass ich nach ein paar Sekunden gesagt habe, hör mal auf, ich mache lieber eine Packung drauf. Now that only took 3 days. Und mit der Packung hat es dann 3 Tage gedauert. In fact, after 3 days of poulticing it, I just pushed it and it just popped straight out. Nach 3 Tagen Packung konnte ich einfach so ein bisschen draufdrücken auf den Finger von unten und der Splitter rutschte einfach oben raus. So the potato is always used for the tissue inflammation. Die Kartoffel wenden wir also immer an, wenn es Entzündungen im Gewebe gibt. And because just the overnight poultice wasn't doing enough, that's when I decided to do more. Und weil die Behandlung bei William über Nacht nicht ausreichend war mit der Kartoffel, deswegen haben wir dann die Behandlungsfrequenz erhöht auf 3-mal täglich. So if you're not getting a response straight away, you might need to include the hot and colds as well. Wenn also der Körper nicht sofort eine Antwort euch zeigt, dann müsst ihr vielleicht als Zusatz noch die Heiß-Kalt-Behandlung nehmen. Now, when I was talking about the immune system the other day, I talked about a little boy whose finger was twice the size. Wir hatten ja in dem Vortrag über das Immunsystem auch die Geschichte gehört über den kleinen Jungen, dessen Finger doppelt so dick angeschwollen war. For 10 days, he'd suffered the pain of this, and he was on his second course of antibiotics. 10 Tage lang schon war der Finger so angeschwollen und er hatte die ganze Zeit Schmerzen und inzwischen war er auf seiner 2. Antibiotikakur. At night he was having pain-killing medication and sleeping tablets. Abends bekam er dann Schmerzmittel und Schlaftabletten, damit er überhaupt einschlafen konnte. We immediately began the hot and colds to his finger. Und wir hatten sofort angefangen, um seinem Finger eine Heiß-Kalt-Behandlung zu Put the geben. grated potato on.
Und anschließend haben wir die Kartoffelpackung auf seinen Finger gegeben. So how long does this whole procedure take? It takes about 12 minutes. Und alles zusammen braucht man für beide Behandlungen vielleicht 12 Minuten. And after 12 minutes of doing the hot and colds, his pain had dropped by 50%. Und nach 12 Minuten dieser Behandlung, abwechselnd heiß und kalt, war sein Schmerz schon um ca. 50% zurückgegangen. These alternating hot and cold treatments are powerful pain reducers. Diese Heiß-Kalt-Behandlungen sind unheimlich wirksam darin, um Schmerzen zu lindern. In the case of an injury, often the blood tends to sit or pool in the area and we need to move that out and the fresh blood in. Wenn eine Verletzung irgendwo vorhanden ist, dann neigt das Blut oft dazu, dort an diesem Ort sich vermehrt aufzuhalten und zirkuliert nicht mehr ausreichend. Und dann hilft das Heiß und Kalt, um die Zirkulation wieder in Gang zu bringen. And that's what this simple hydrotherapy treatment does. Und das bewirkt diese einfache Hydrotherapie. It can be done to elbows, hands, feet. Diese Heiß-Kalt-Hydrotherapie, die kann man überall anwenden, an den Händen, an den Füßen, an den Ellenbogen. And also for problems in the abdominal area, you could sit in the hot, sit in the cold, alternating it. Man kann auch Sitzbäder anwenden, wenn man Probleme im Bauch, im Unterleib hat. And remember, what it does is it stimulates that blood, which is the life of the flesh. Dann kann man abwechselnd in heißem und kaltem Wasser sitzen. Und was das tut, ist einfach die Durchblutung in dem betreffenden Bereich verbessern. And we've treated many cases of standing on a rusty nail. Und wir haben viele Fälle behandelt, wo jemand einfach auf einen Nagel getreten ist, auf eine Reißzwecke oder so. The exact same thing that we did with William. Und die haben genau die gleiche Behandlung bekommen, wie ich euch gerade erzählt habe, wie ich es mit William gemacht habe. How long do you do the grated potato for? Wie lange wendet man die Kartoffelpackung an? When it first happens, you do the grated potato straight away. Man kann sie sofort anwenden, direkt nachdem der Unfall passiert ist. If there's still a little bit of redness, then you do the hot and colds. Wenn nur noch eine leichte Röte zu sehen ist, dann wechselt man zur Hydrotherapie, heiß-kalt abwechselnd. And then another grated potato overnight. Und dann kann man über Nacht wieder eine Kartoffelpackung auflegen. And if when you take the potato off in the morning, there's no redness, there's no soreness, sometimes that's enough. Und wenn man am Morgen die Kartoffelpackung abnimmt und nichts mehr gerötet ist, nichts mehr wehtut, dann sagt der Körper, ja, ich habe jetzt schon genug gehabt. What you're looking for is the body's response. Also achtet darauf, was der Körper euch für eine Antwort gibt. If there's no more redness, you might not have to do it again. Wenn nichts mehr rot ist, dann muss man die Behandlung vielleicht gar nicht mehr wiederholen. But if there's redness again, then you do the whole thing again. Wenn aber noch eine Rötung vorhanden ist, dann wendet man wieder die Hydrotherapie an. Overnight is very handy because you're just sleeping. Über Nacht die Kartoffel, weil das so praktisch ist beim Schlafen. I'd like to look at another poultice you can do for joint inflammation. Wir wollen eine andere Packung noch betrachten, die man gut anwenden kann, wenn Gelenke entzündet sind. And this is ginger. Und zwar die Ingwer-Packung. It can be used internally and externally. Ingwer kann man sowohl intern essen, intern im Körper verwenden, als auch außen auf dem Körper. And what ginger is used for specifically is joint inflammation. Ingwer wirkt ganz besonders gut bei Gelenksentzündungen. So this can be gout or arthritis. Darunter fallen Gicht und Arthritis. Any form of inflammation in any joint area will respond to the ginger poultice. Jegliche Arten von Entzündungen in den Gelenken werden davon profitieren, wenn man ihnen eine Ingwerpackung verabreicht. And again, if it's, let's say it's for the wrist, you might do about a teaspoon of grated ginger. Wenn man jetzt zum Beispiel das Handgelenk behandeln möchte, dafür reicht
etwa ein Teelöffel geriebener Ingwer. Fold the sides over, the top and the bottom over, so now you have a package. Und da faltet man auch einfach wieder das Baumwolltuch sodass man ein Päckchen hat. And then you place that onto the area. Und diese Packung legt man direkt auf den betroffenen Bereich auf. With a piece of plastic over it. Man umwickelt das mit Plastik. And then bandage the whole thing on. Und dann bandagieren. And when there's inflammation in the joint, within half an hour the skin can get very hot. Bei der Ingwerpackung kann es passieren, wenn eine Gelenksentzündung vorhanden ist, dass die Haut innerhalb von einer halben Stunde nach dem Auftragen der Packung sehr warm wird. It appears that the ginger pulls the inflammation out of the joint. Und es hat den Eindruck, als ob der Ingwer die Entzündung regelrecht aus dem Gelenk herauszieht. So if you're going to do this, it's a good idea to apply it about 6 o'clock at night. Und wenn man diese Packung anwendet, dann macht man das am besten so gegen 6 Uhr abends. Then by the time you go to bed, if the skin is too hot, just take it off. Und wenn man dann später ins Bett geht, wenn die Haut dann zu warm geworden ist, wenn es weh tut und brennt, dann kann man die Packung abnehmen. But if it's feeling good, you could sleep with it all night. Aber wenn es sich bis dahin dann gut anfühlt, dann kann man auch die Packung drauf lassen und damit schlafen. So this can be used on the hip, on the knee, on the ankle, on toes, on any joint areas. Und diese Packung kann man überall verwenden, auf den Hüften, auf den Knien, an den Knöcheln, überall, wo man Gelenke hat im Körper. So for joint inflammation, you make a simple poultice as I described. Also bei Gelenksentzündungen einfach so eine Ingwerpackung anwenden. Internally, ginger is one of the best anti-nausea herbs. Nausea meaning feeling sick. Wenn man Ingwer einnimmt intern, dann wirkt Ingwer sehr gut bei Übelkeit. So it can be used for seasickness, car sickness, morning sickness. Man kann ihn verwenden, wenn man seekrank wird oder wenn man vom Autofahren Übelkeit bekommt, bei Schwangerschaftsübelkeit. It's also a herb that causes the body to warm up. So if someone's chilled or cold or has a cold, hot ginger tea can be very helpful. Ingwer wirkt auch sehr wärmend im Körper, also wenn jetzt jemand eine Erkältung hat oder einen Husten, dann kann ein warmer Ingwertee auch sehr hilfreich sein. I'd like to also look at charcoal. Ich möchte auch die Holzkohle nicht vergessen. Charcoal absorbs and neutralizes poisons. Holzkohle absorbiert und neutralisiert Giftstoffe. Neutralizes poisons means that it can absorb poisons. Das bedeutet, dass sie Giftstoffe im Körper aufnehmen kann. They use it today in hospitals to filter blood for dialysis. Holzkohle wird heutzutage in Krankenhäusern angewendet und zwar bei der Dialyse, um Blut zu filtern. And the word, I don't know if there's one in German, it's called adsorb. That means absorbs, neutralizes poisons. Und das Wort, es gibt ein Wort, das beides beschreibt, was die Holzkohle tut. Also sie absorbiert Giftstoffe und neutralisiert sie. Und beides zusammen nennt sich dann, dass sie es adsorbiert. It can be used internally and externally. Holzkohle kann auch intern und extern angewendet werden. It can be used internally for any poisoning or even diarrhea and vomiting. It can be used. Man kann sie einnehmen bei Vergiftungen und auch wenn man Durchfall hat oder Erbrechen hat. You can just put a teaspoon of the powder in half a cup of water and drink it. Ein Teelöffel medizinischer Holzkohle aufgelöst in Wasser kann man einfach trinken. But externally it can be used as a poultice. Und extern kann man Holzkohle auch als Packung auf dem Körper anwenden. And because it's a fine powder, it's a good idea to put it with something like ground flaxseed. Holzkohle ist ein sehr feines Pulver, medizinische Holzkohle. Daher bietet es sich an, wenn man sie mit etwas anderem vermischt. Or psyllium husks, it can be used. Wie zum Beispiel
gemahlenem Leinsamen oder Flohsamenschalen. And you would just use 50% either ground flax or psyllium and 50% charcoal. Und da verwendet man etwa die Hälfte davon, also 50% Holzkohle, 50% Flohsamenschalen oder Leinsamen. And you put enough water with it so it makes a soft jelly. Und dann gibt man gerade nur so viel Wasser dazu, dass es eine Paste bildet. So you can apply that to a bee sting, a spider bite, snake bite, bee sting, anything like that. Diese Paste kann man dann anwenden auf Dingen wie zum Beispiel ein Bienen- oder Wespenstich, ein Schlangenbiss, ein Spinnenbiss. Lauter solche Vergiftungen kann man damit behandeln. Remembering that what it does is it absorbs and it neutralizes any poisons. Die Holzkohle, die absorbiert das Gift und neutralisiert es. Cayenne pepper. Dann haben wir den Cayennepfeffer. Cayenne pepper is the best blood mover. Cayennepfeffer ist der beste Blutbeweger. Yes, it is a stimulant, but it's a blood stimulant, not a nervous system stimulant. Cayennepfeffer stimuliert, aber er stimuliert das Blut und nicht die Nerven. And if the blood's the life of the flesh, then this cayenne pepper can move blood to any area that's needed. Wenn das Blut aber das Leben des Fleisches ist, dann kann der Cayennepfeffer sehr hilfreich sein, um das Blut überall dorthin zu transportieren, wo es hingeraten soll. It can be used internally. Cayennepfeffer kann auch intern eingenommen werden. And when we looked at the heart, we looked at how you can use cayenne pepper to thin the blood and to open the capillaries. Und wir haben es in unserem Vortrag über das Herz schon gesehen, dass Cayennepfeffer die Wirkung hat, um das Blut einmal zu verdünnen und auch um die Kapillargefäße zu erweitern. It also stimulates digestion. Außerdem stimuliert er die Verdauung. So if someone has low hydrochloric acid, we looked at this when we looked at the gut, they can take a little cayenne pepper in water to boost digestion. Wer jetzt eine zu schwache, zu geringe Menge an Magensäure hat, der kann kurz vor der Mahlzeit ein bisschen Cayennepfeffer einnehmen, in Wasser aufgelöst, um die Produktion der Magensäure zu stimulieren. And it can be used externally. Außerdem kann der Cayennepfeffer auch außen aufgetragen werden auf den Körper. Now we looked back here at the alternating hot and colds. Und wir haben vorhin schon die Hydrotherapie betrachtet, abwechselnd heißes und kaltes Wasser. The only time you would never do this is if someone had no feeling in their feet. Der einzige Zeitpunkt, wo man die Hydrotherapie auf gar keinen Fall anwendet, lokal an den Füßen, ist, wenn ein Mensch kein Gefühl mehr in den Füßen hat, wenn er taube Füße hat. You put a foot with no feeling into hot water, you can damage the tissues. Wenn man einen Fuß in heißes Wasser tut, der kein Gefühl mehr hat, dann kann er Verbrennungen erleiden. And you can never put cold feet into hot water. Auch kalte Füße kann man nie einfach so in warmes Wasser hineintun. Again, you can damage the tissues. Denn dadurch kann man das Gewebe beschädigen. So what can you do? Was kann man dann tun? You can do cayenne pepper compresses. Man kann stattdessen Cayennepfefferpackungen auftragen. And when you apply the cayenne pepper compress to the bottom of the feet, Wenn man Cayennepfeffer auf die Fußsohlen aufträgt mit einer Packung, if the person has chronically cold feet, by morning they're usually warm. wenn jemand chronisch kalte Füße hat, dann sind sie spätestens am nächsten Morgen warm mit dieser Packung. And if they have no feeling in their feet, Wenn jemand taube Füße hat oder kein Nervenempfinden mehr in den Füßen, we find that by morning they're starting to get pins and needles. dann stellt man fest mit dieser Cayenne-Packung, dass sie am nächsten Morgen wahrscheinlich ein leichtes Pieksen und Stechen, so ein Kribbeln in den Füßen verspüren. So to make this compress, you have a square of plastic and then you have double layered of paper towel. Und um diese Packung jetzt anzuwenden, nehmen wir ein Stück Plastik. Auf das Stück Plastik geben wir ein doppelt gefaltetes Papiertuch, so ein Küchentuch.
And then you dot that paper towel with olive oil. Und auf dieses Papiertuch geben wir mehrere Tropfen Olivenöl. Please don't pour olive oil on or it'll drip everywhere. You just dot it. You just dot it on. Bitte nicht einfach Olivenöl draufgießen, dann läuft das Öl überall hin und bleibt nicht auf dem Papier. Einfach nur einzelne Tropfen draufgeben. And then you sprinkle about a half a teaspoon of cayenne pepper per foot. Und per Drop? Half a teaspoon per foot. Okay. Und dann geben wir einen halben Teelöffel Cayennepfeffer pro Packung da auf dieses Papier. Now the reason why you put the olive oil there is so that the cayenne pepper will stick to the paper towel. Einen halben Teelöffel Cayennepfeffer in jedes Viertel, also in jedes Viertel der Dings. Und der Grund, warum wir zuvor Olivenöl draufgeben, ist, damit der Cayennepfeffer als Pulver daran festkleben bleibt und nicht gleich wieder abfällt vom trockenen Papier. And the foot goes straight onto that. So, und auf diese Packung, da stellt man dann den Fuß drauf. And the person wears it overnight. Und die betroffene Person trägt das Ganze dann über Nacht. And when you've put that on the bottom of the foot, then you put a sock on. Und wie gesagt, auch hier ziehen wir wieder einen Socken drüber. And they keep it on all night. Und das Ganze bleibt über Nacht aufgetragen. So the cayenne pepper is actually touching the bottom of the feet. So, dass der Cayennepfeffer die Fußsohle berührt. It will never burn and it will never hurt. Es wird nicht brennen, es wird nicht wehtun. Now if I put it on my feet overnight tonight, Wenn ich mir das heute Abend auf meine Füße auftrage, by the time it came to about 4 o'clock in the morning, I might feel like my feet are on fire. dann, wenn ich dann morgens irgendwann um 4 Uhr aufwache, dann habe ich das Gefühl, dass meine Füße so richtig im Brand stehen. But I have warm feet and I don't have peripheral neuropathy. Aber ich habe warme Füße und auch keine Nervenschäden an den Füßen. But for both of those cases, the cayenne pepper compress on the bottom of the feet can do wonders to once again bring blood into those feet. Aber wenn die Füße kalt sind oder wenn Nervenschäden vorhanden sind, eine Neuropathie, dann kann Cayennepfeffer wahre Wunder wirken. A cayenne pepper compress can be applied to an underactive thyroid. Eine Cayennepfeffer-Packung kann auch angewandt werden auf einer unteraktiven Schilddrüse. And you would make a compress about that size. Bei einer hypoaktiven Schilddrüse. Sorry? You'd make a compress that size. Und dafür macht man eine Kompresse, die etwa so groß ist wie dort aufgemalt. And that would be applied to the thyroid gland at the front of the neck. Und diese Kompresse legt man direkt auf die Schilddrüse hier vorne am Hals auf. Now we had a lady who heard about this. She had an underactive thyroid and she decided to put it on overnight. Und wir haben eine Frau, die davon gehört hat, von dieser Kompresse. Sie hatte eine hypoaktive Schilddrüse. And she said to me the next day, I've got good news and bad news. Ja, also eine unteraktive Schilddrüse. Und sie wandte das an und dann rief sie mich an und sagte, ich habe sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. She said the good news is it certainly woke up my thyroid gland. Die gute Nachricht ist, dass meine Schilddrüse davon wirklich mal aufgewacht ist. The bad news is I didn't sleep all night. Und die schlechte Nachricht ist, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. So a word of warning, only do it in the morning. Also hierzu ein Warnungswort, wendet diese Behandlung nur morgens an. You might do it for a couple of hours every morning. Vielleicht einfach über ein paar Stunden am Vormittag einwirken lassen. How often do you do the compress on the bottom of the feet? Wie oft wenden wir diese Cayennepfefferpackung auf den Füßen an? Remember that your body can tell you more than anyone else can tell you. Denkt daran, euer Körper kann euch mehr sagen, als was irgendjemand anderes euch mitteilen kann. So what you're watching for is your body's response. Also wonach ihr wieder Ausschau halten wollt, ist die Antwort eures Körpers auf die Behandlung. Often with cold feet, it's only one night and the feet are now warm. Bei kalten Füßen reicht oft eine Behandlung über Nacht und dann sind die Füße warm.
But then you've got to look at the cause, and the cause often is that the person doesn't do enough exercise. Und dann müsst ihr aber die Ursache für die kalten Füße versuchen herauszufinden. Oft liegt es einfach daran, dass die betreffende Person nicht genügend Bewegung hat. Why wouldn't anyone have feeling in their feet? Warum kann es passieren, dass jemand kein Gefühl mehr in den Füßen hat, dass er nichts mehr spürt? It could be because they've gone through a course of chemotherapy, which can cause this. Es kann sein, dass durch Chemotherapie eine Neuropathie der Füße entstanden ist. And it could be that they are diabetic. Sometimes this happens with diabetics. Es kann aber auch sein, dass es ein Diabetiker ist. Diabetiker haben oft kein Gefühl in den Füßen. What I'd like to look at now is castor oil. Als nächstes wollen wir das Rizinusöl betrachten. Castor oil penetrates deeper than any other oil. There's a question. There was a question. Is it all right? Yeah, but we'll just continue. Das Rizinusöl dringt tiefer ein als jedes andere Öl. So wherever it penetrates in the body, it can break up lumps, bumps, congestion, adhesions. Wo auch immer das Castoröl eindringt, da kann es Knoten und Verstopfungen und ähnliche Dinge auflösen. It can break up a bone spur. Es kann es kann auch eine Verknöcherung auflösen. Which is a little calcified growth on the bone. Also so eine kleine Kalzifizierung auf den Knochen. It can break up scar tissue. Es kann auch Narbengewebe auflösen. It can break up tumors. Es kann Tumore auflösen. Fibroids, cysts. Auch Fibroiden und Zysten. The key is consistency. Und der Schlüssel dazu ist aber die Beständigkeit, also die Häufigkeit der Anwendung. We don't advise taking castor oil by mouth because it can be quite irritating in the gut. Es ist nicht unser Ratschlag, um Rizinusöl intern einzunehmen, denn es kann reizend auf das Verdauungssystem wirken. But it can be applied externally. Aber Rizinusöl kann äußerlich angewandt werden. Now, a lady told me this about 3 months ago in Nebraska. Vor 3 Monaten hat mir eine Frau in Nebraska Folgendes berichtet. She told me that she had a bone spur. No, it was a anyway, one of those things that grows there. Sie erzählte mir, dass sie eine Art Fersensporn hatte, also eine Verknöcherung. It's called a bunion. A bunion. Ein Phallus. And it was very difficult for her to wear shoes. Und aufgrund dessen konnte sie nur noch schwierig Schuhe tragen. And she'd heard about the castor oil, so she wore it every night for 2 months. Und sie wandte dann über 2 Monate hinweg jeden Abend so eine Rizinusölpackung an. And she showed me her foot and there was no bunion. Und dann zeigte sie mir ihren Fuß und da war diese Verknöcherung völlig zurückgegangen. 2 months it took her and she was in her 70s. Nach 2 Monaten und sie war schon in ihren 70er Jahren. Now I can't promise that a bunion will be gone in 2 months. For some it may take longer. Und ich kann jetzt nicht versprechen, dass so eine Verknöcherung jetzt jedes Mal innerhalb von 2 Monaten weggeht. Bei manchen Menschen mag es länger dauern. So let me show you how you can make this castor oil compress. Ich zeige euch mal, wie man jetzt so eine Rizinusölpackung anwendet. So we start with plastic. Wir nehmen dafür wieder eine Plastikfolie. And then we just have about 4 or 5 layers of cloth. Auf die Plastikfolie geben wir 4 bis 5 Lagen Baumwolltuch. So the thicker the compress, the more castor oil it can hold, and then the more castor oil can go into you. Je dicker die Kompresse ist, desto mehr Rizinusöl kann sie aufnehmen und desto mehr Rizinusöl da drin ist, desto mehr kann auch in den Körper aufgenommen werden.
And you only put castor oil on about that much. Und man gibt ungefähr nur so viel Rizinusöl auf diese Packung drauf, wie hier in Rot aufgemalt ist. See, when you first put the castor oil on, it sits on top of the cloth like a bubble. Und wenn man zunächst das Rizinusöl da aufträgt, dann sitzt das erstmal, schwimmt so ein bisschen auf dem Baumwolltuch wie so eine Blase. Because it's such a thick oil and it can take 10 to 15 minutes to soak through. Weil es so ein dickes Öl ist und es dauert so 10 bis 15 Minuten, bis es so langsam in das Tuch eingedrungen ist. And when it soaks through, it'll spread out a little bit more. Und wenn es dann aber vom Tuch aufgenommen wurde, dann breitet sich das so ein bisschen aus. And when it's applied to our hot bodies, it spreads out even more. Und wenn wir das Ganze dann auf unseren warmen Körper auftragen, dann breitet sich das durch die Wärme noch mal ein bisschen mehr aus. And that size can be used for maybe an arthritic joint. Und diese Größe einer Packung, die kann man auftragen auf ein Gelenk zum Beispiel, das von Arthritis befallen ist. Might be used for a knee. Vielleicht auch aufs Knie. If it's going to be used on the abdomen, it would be twice that size. Wenn man eine Rizinuspackung auf dem Bauch aufträgt, dann sollte sie etwa doppelt so groß sein. And if a lady has fibroids or cysts, that's where she would wear it, on her abdominal area. Und wenn jetzt jemand eine Zyste hat oder eine Fibroide, dann kann man es direkt dort über diesen Bereich auftragen. It can be worn on the back in case there's kidney stones. Man kann die Rizinusölpackung auch auf dem Rücken über den Nieren auftragen, bei Nierensteinen. It can be used under the right rib if there are gallstones or liver problems. Oder auch unter der rechten Rippe bei Gallsteinen oder Leberproblemen. It can be used over the abdominal area if there's constipation or if there's irritable bowel. Auch bei Reizdarmsyndrom oder bei Verstopfung kann eine solche Packung auf den Bauch aufgetragen werden. So if someone has an arthritic joint that's quite painful, they might put the ginger on for 2 hours in the afternoon. Und wenn man jetzt ein Gelenk mit Arthritis hat, dann legt man vielleicht zunächst eine Ingwerpackung auf am Nachmittag für 2 Stunden. And then they might wear the castor oil compress overnight. Und dann am Abend legt man die Rizinusölpackung auf und trägt die dann über Nacht. Where it's bandaged to the area. Da wird sie dann bandagiert. Now the beauty of the castor oil compress, it can be used again and again and again. Und das Schöne an der Rizinusölpackung ist, dass man sie immer wieder neu verwenden kann. Because it's a compress. Weil es eine Kompresse ist. It's just a vehicle to hold the oil to go into you. Sie dient lediglich als Träger, damit das Öl vom Körper aufgenommen werden kann. Whereas a lot of the other poultices we looked at, they're drawing things out of you and they need to be discarded. Viele der anderen Packungen, die wir so betrachtet haben, die ziehen auch Giftstoffe aus dem Körper heraus und müssen deswegen weggeworfen werden. So for any area where you have any of those problems and even more, you can use the castor oil. Also die Rizinusölpackung lässt sich überall auf dem gesamten Körper anwenden, bei sehr vielen Problemen. I met a lady who conquered her breast cancer by wearing the castor oil compresses on her breast. Ich bin einmal einer Frau begegnet, die sogar ihren Brustkrebs besiegt hat, indem sie einfach nur täglich das Rizinusöl angewandt hat. This week, as we've been looking at different disease problems, im Laufe der Woche haben wir uns verschiedene Krankheitsbilder angeschaut. We have touched on some of these compresses and poultices. Und wir haben einige dieser Packungen und Anwendungen betrachtet. So my aim was to give you an overview of them this afternoon. Und mein Ziel heute Nachmittag war es, euch jetzt einfach mal eine Übersicht zu geben, was man so alles machen kann. In the page 127 of the Ministry of Healing, in dem Buch Der Weg zur Gesundheit auf Seite 127 im Englischen, Ellen White says the use of natural remedies requires an amount of care and effort
that many are not prepared to give. Schreibt Ellen White, dass die Anwendung natürlicher Heilmethoden oft so viel Aufmerksamkeit und auch Mühe und Zeit fordert, dass viele nicht bereit sind, das da hinein zu investieren. But in the end, it will be found that nature untrammeled does her work wisely and well. Aber letztendlich schreibt sie dann, wenn die Natur nicht gestört wird, sondern unterstützt wird in ihren Bemühungen, dann wird man sehen, dass sie ihre Aufgaben sehr gründlich ausführt. Remember, there's a time factor. Denkt daran, es gibt immer auch einen Zeitfaktor zu bedenken. That's why I give you the story of my son William and that piece of wood in his foot. Deswegen habe ich euch auch die Geschichte von meinem Sohn William erzählt und seinem Splitter im Fuß. All in all, it was about 3 weeks before it finally came out. Alles zusammen hat es etwa 3 Wochen gedauert, bis der Splitter dann endlich aus dem Fuß raus war. But those hot and cold treatments, 12 minutes, that's not very long at all. Aber diese Anwendungen heiß und kalt, die dauern alles zusammen vielleicht 12 Minuten. Das ist jetzt nicht so lang. And the simple process of making a poultice, as you can see, it's not a lot of work. Und auch das Herstellen einer solchen Packung braucht jetzt auch nicht so lange. Ist nicht so viel Arbeit. But these treatments are simple and yet, as you can see, quite powerful. Diese Behandlungen sind sehr einfach, aber auch hochwirksam. Living in a rainforest, I was forced in a way to learn this because we were so far from the town. Weil wir damals im Regenwald lebten, war ich gezwungen, um diese Heilmittel zu lernen, weil wir uns so weit von der nächsten Stadt entfernt befanden. But after a few years, I started to thank God that we were so far from the town. Aber nach einigen Jahren war ich dann Gott sehr dankbar dafür, dass wir so weit von der Stadt entfernt wohnten. Because I found that they worked. Denn zu dem Zeitpunkt hatte ich festgestellt, dass diese Heilmittel wirklich funktionieren. And even if they don't work, you've lost nothing because they do not hurt you. Und selbst wenn sie nicht funktionieren, hat man nichts damit verloren, weil sie ja keinen Schaden anrichten. But I have found that they always have worked. Aber ich habe festgestellt, dass sie immer funktionieren. And as in William and his foot, it didn't seem to work straight away, but I needed to give it time. Und bei William und seinem Fuß, da hat es jetzt nicht sofort funktioniert. Die Sache hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht. Again, I didn't realize how deep this was. Und ich war mir gar nicht bewusst, wie tief der Splitter da drin saß. But I knew we're on the right track because William had no pain and no swelling. Aber ich wusste, dass ich wenigstens auf dem richtigen Weg war, denn Williams Schwellung war ja zurückgegangen und er verspürte sonst keine Schmerzen. Most pain is due to swelling, and if you can get the swelling down, you get the pain down. Die meisten Schmerzen entstehen durch die Schwellung und wenn die Schwellung zurückgeht, geht auch der Schmerz zurück. One more thing before we finish. Ein weiterer Punkt, bevor wir abschließen. And I've met several people who've used the cayenne pepper for pain. Ich bin auch etlichen Menschen begegnet, die Cayennepfeffer als Schmerzmittel angewandt haben. It's a natural analgesic. Cayennepfeffer ist ein natürliches Analgesikum. And the people that have gone through serious pain and use this, it's 2 capsules 3 times a day. Wer Cayennepfeffer gegen Schmerz verwenden möchte, nimmt 2 Kapseln Cayennepfeffer 3-mal am Tag. And so even in the area of a severe illness, or injury I should say, that has severe pain, I have met these people who've used the cayenne pepper successfully for pain relief. Sogar bei sehr schwerwiegenden Verletzungen habe ich festgestellt, dass Menschen erfolgreich ihren Schmerz bekämpft haben, einfach durch Cayennepfeffer. So that's also good to know. Das ist auch noch gut zu wissen. I'd like to say a closing prayer now. Wir wollen ein kleines Gebet zum Abschluss sprechen. And I think this is going to be a very special prayer, so let's all stand. Und ich denke, unser letztes Gebet ist ein sehr besonderes Gebet, also lade ich euch alle ein zum Aufstehen. Because this is the end of our very exciting health school this week. Denn das ist jetzt der Abschluss unserer so spannenden Gesundheitsschule diese Woche. Father in heaven, thank you so much for bringing us here.
Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns hierher gebracht hast. And thank you so much that healing can be within the reach of us all. Und danke, dass Heilung für jeden von uns erreichbar ist. Even the little accidents and mishaps that happen to us, Und sogar die kleinen Unfälle und Fehlgriffe, die uns im Alltag so passieren, you have even provided simple natural remedies for those. sogar für diese Dinge hast du ganz einfache Naturheilmittel vorgesehen. And may we each remember as that we begin to experiment with these, Und lass uns alle daran denken, wenn wir mit diesen Dingen experimentieren, that the greatest physician the world has ever known is just waiting to guide us. dass der größte Arzt, den die Welt je gekannt hat, nur darauf wartet, dass wir ihn um seinen Ratschlag bitten. Thank you so much, Father, that you are never far from any one of us. Danke, Vater, dass du nie weit weg bist von keinem einzigen von uns. And we thank you this evening in the name of Jesus. Amen. Und wir danken dir heute Abend im Namen Jesu. Amen.